Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der HTML-Reihe. In diesem Video werden wir anfangen, unsere Webseite zu programmieren und dabei mehr Begriffe kennenlernen. Heute werden wir uns wahrscheinlich nur mit dem Head-Bereich beschäftigen, weil man muss erstmal alles Schritt für Schritt lernen, um weiterarbeiten zu können. Viel Spaß! Fangen wir jetzt an. Zuerst müssen wir ein neues Dokument erstellen. Das mache ich hier im Editor Notepad++ und ihr könnt natürlich den Editor auswählen, den ihr möchtet. Aber ich würde euch Notepad++ empfehlen, weil es damit besser oder am besten funktioniert. Den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Damit dieser Editor weiß, dass das eine HTML-Datei ist, müssen wir ihm das auch sagen. Das machen wir mit dem Befehl Klammer auf, HTML und eckige Klammer wieder zu. Ganz wichtig ist jetzt, dass wir 3 Zeilen oder Zeilen freilassen und diesen Befehl wieder schließen, denn sonst weiß er nicht, dass da das Dokument endet und spawnt oder macht uns eine unendlich lange Seite. Mit dem Befehl schließen wir mit der eckigen Klammer auf, Schrägstrich, HTML und dann wieder die eckige Klammer zu. Wichtig hierbei ist dieser Schrägstrich, weil der uns oder dem Dokument besser oder dem Editor sagt, dass hier dieser Befehl endet. Jetzt speichern wir das Ganze, bevor wir anfangen mit dem Bearbeiten. Ich nenne diese Webseite jetzt mal The Easiest Way. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr sie als HTML-Datei speichert. Das könnt ihr hier unter Dateityp auswählen und hinter dem The Easiest Way schreiben wir jetzt noch .html. Jetzt habt ihr eure erste Webseite erstellt. Ich kann die jetzt nämlich öffnen, The Easiest Way, und wir werden sehen, dass es hier eine ganz leere Seite ist. Machen wir weiter. Ich würde euch vor diesem Video empfehlen, mein letztes Video anzusehen, weil ich dort sehr viele Sachen erkläre, die für dieses Video wichtig sind. Nach dem HTML macht man immer den Head-Bereich. Den machen wir jetzt auch. Wir öffnen den mit eckige Klammer auf, schreiben da Head rein und machen diese eckige Klammer wieder zu. Gehen in die nächste Zeile und schreiben Meta, also eckige Klammer auf, Meta Kset ist gleich, Anführungsstrichen oben, UTF minus 8 und machen die Anführungsstrichen wieder oben und schließen auch diese eckige Klammer. Das hier ist nichts anderes als eine Beschreibung für den Browser, wie er den Text darstellen soll. Wie gesagt, ich habe es in meinem letzten Video nochmal besser erklärt. Ich würde euch empfehlen, das letzte Video anzusehen. Nachdem können wir dem Ganzen auch noch einen Titel geben, also der Zeilleiste hier, weil hier steht jetzt der Abspeicherungsort und das können wir ganz leicht ändern mit dem Befehl Title oder Title. Das machen wir jetzt, indem wir die eckige Klammer aufmachen, da Titel oder Title eingeben und diese eckige Klammer wieder zumachen. Jetzt könnt ihr der Webseite einen Namen geben. Ich nenne sie wie gesagt The Easiest Way. Und jetzt müssen wir den Befehl wieder schließen mit der eckigen Klammer auf, Schrägstrich, Title. Jetzt machen wir diese eckige Klammer wieder zu. Und jetzt könnt ihr das abspeichern und eure Seite aktualisieren. Ihr werdet sehen, dass sich hier oben der Name geändert hat. Neben dem Namen können wir aber noch ein Icon darstellen lassen. Das machen wir jetzt auch mit dem Befehl, also erstmal die eckige Klammer auf. Die eckigen Klammern sind sehr wichtig, weil man mit denen einen Befehl anfängt. Eckige Klammer auf, Link, rel, dann ein Gleicherzeichen, Anführungsstrichen oben, dann schreiben wir dort Icon rein und machen die Anführungsstrichen wieder nach oben. Rel-Icon sagt dem Editor, dass wir jetzt hier ein Icon schreiben werden. Wichtig nur mal nebenbei ist,
dass HTML keine Programmiersprache ist. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht sagen, dass ich meine Webseite programmiert habe, sondern nur geschrieben. Nur mal so nebenbei. Machen wir jetzt weiter. Nach dem Icon müsst ihr Type hinschreiben, ein Gleichheitszeichen hier machen und wieder die Anführungsstriche nach oben. Hier gebt ihr jetzt eurem Bild einen Namen. Mein Bild heißt logo.png. Euer Bild kann natürlich beliebig heißen, zum Beispiel The Easiest Way oder was auch immer. Hauptsache, ihr gebt hier den Namen an. Ich würde euch aber auch empfehlen, einen Ordner für alle Bilder oder für eure ganze Webseite anzulegen, weil das dann alles übersichtlicher ist und im Laufe der Zeit werdet ihr auch merken, dass es sehr vorteilhaft sein kann. Die Anführungsstriche wieder nach oben nicht vergessen und dann müsst ihr href ist gleich, Anführungsstrichen oben und dann hier die Adresse quasi angeben, wo dieser Editor das Bild nehmen kann. href ist quasi eine Quellenangabe, ist immer eine Quellenangabe. Mein Bild ist im gleichen Ordner oder im gleichen Verzeichnis zu finden wie diese Webseite, deshalb kann ich hier einfach logo.png eingeben. Dann mache ich die Anführungsstriche nach oben und schließe es mit der eckigen Klammer. Falls ihr das Bild irgendwo in einem Ordner angegeben habt, müsst ihr hier ein Strichstriche machen und dort euren Ordnernamen eingeben. Gut, ich habe das jetzt fertig. Jetzt können wir das hier auch aktualisieren. Bei mir wird es hier jetzt nicht angezeigt, weil ich das mit dem Microsoft Edge geöffnet habe. Der kann das nicht so gut darstellen. Aber ich würde euch, wie gesagt, empfehlen, den Chrome Browser zu öffnen, weil der das dann machen kann. Gut, jetzt habt ihr euren Titel und ein Icon erstellt. Und das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Das war jetzt der Head-Bereich, den müsst ihr natürlich auch noch schließen mit der eckigen Klammer auf, dann den Schrägstrich, Head hinschreiben und diese eckige Klammer wieder zumachen. Wie gesagt, das war's schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mehr solche Videos gebt bitte einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Teilt das Video und wir sehen uns dann auch noch im nächsten Part. Viel Spaß und tschüss.